Heute wird es für alle spannend, die im Microsoft Flight Simulator, in X-Plane oder ganz allgemein im Home Cockpit gerne Airbus fliegen. Denn Moza erweitert sein Flight Sim Line-up am PC um weitere neue Hardware-Module, die ziemlich klar in eine Richtung gehen. Weniger Maus, weniger Herumgeklicke im virtuellen Cockpit und deutlich mehr echtes Airbus-Gefühl. Es geht um das Moza MA3F FCD und das Moza MA3F IFCM. Oder einfacher gesagt, einmal bekommen wir eine Airbus MCDU als eigenes Hardwaregerät, also das Flight Computer Display, und dazu kommt ein Flight Control Modul mit FCU, also genau der Teil, über den wir im Airbus Geschwindigkeit, Höhe, Kurs, Autopilot-Modi und Navigationsanzeigen bedienen. Werfen wir einen ersten gemeinsamen Blick darauf. Was können diese beiden Geräte? Für wen sind sie interessant? Und wo liegen die Details? Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi. Schön, dass du da bist. Starten wir mit dem MA3F FCD. Dieses ist im Grunde die Airbus A320 MCDU als externes Hardwaregerät. Wer Airbus fliegt, kennt diesen Bereich. Flugplan eingeben, Wegpunkte prüfen, Performance-Daten setzen, Abflug- und Anflugverfahren auswählen, Frequenzen oder Daten kontrollieren. Vieles läuft über genau diese Einheit. Bisher bedeutet das im Simulator oft Kamera runter auf das MCDU und die Klickerei geht los. Genau hier setzt das MA3F FCD an. Das Gerät bringt diese Bedienung aus dem virtuellen Cockpit heraus genau vor dich. Und das ist gerade bei der MCDU spannend, weil man dort nicht nur mal eben einen Knopf drückt, sondern häufig längere Eingaben macht. Optisch orientiert sich das Gerät an der Airbus A320 MCDU. Moza spricht hier von einer realistischen Nachbildung mit Metallfront, einem 5,1 Zoll IPS Hardscreen und eigener Hintergrundbeleuchtung. Wichtig ist dabei, das Display selbst wird mit 95% echter Größe angegeben, während das gesamte Konzept klar auf Airbus MCDU-Feeling ausgelegt ist. Und was mir hier auch besonders gefällt, Moza versucht hier nicht nur ein paar Tasten in ein Gehäuse zu setzen. Es geht sichtbar um Haptik. Die Front besteht aus Druckgussmetall bzw. einer Aluminiumlegierung. Das ist nicht nur für die Stabilität interessant, sondern auch für den gesamten Eindruck. Wenn so ein Modul auf dem Tisch steht, will man eben nicht das Gefühl haben, ein leichtes Plastikbrettchen vor sich zu haben. Auf kleine Details wurde geachtet, wie beispielsweise die Farbe der Schrauben, die wir eindrehen müssen, um das Ganze mit dem beiliegenden Desktop-Ständer zu verbinden. Dazu kommen Tasten mit Metalldome-Kontakten und hochduromerem Silikon. Übersetzt heißt das, die Tasten haben einen klaren, festen Klick und lösen auch dann zuverlässig aus, wenn man sie mal nicht ganz sauber mittig trifft. Am Ende lebt Hardware nicht nur von der Featureliste, sondern davon, ob sie sich im täglichen Flug glaubwürdig anfühlt. Auch der Bildschirm an sich ist spannend, ein 5,1 Zoll IPS Hardscreen mit weitem Blickwinkel und Custom-Font-Unterstützung. Ich kann also die Schriftart und auch die Größe anpassen. Je nach Sitzposition, ob Rig- oder Schreibtischaufbau, sitzt das Gerät vielleicht etwas tiefer oder leicht angewinkelt und da kann es dann schon helfen, wenn man die Schriftart anpassen kann. Wer den beiliegenden Desktop-Stand nicht am Schreibtisch oder dergleichen verwenden möchte, der findet auf der Rückseite 75 x 75 mm Weserbohrungen für eine individuelle Lösung. Ein weiterer Punkt, den ich interessant finde, das MA3F FCD ist nicht nur ein reines Eingabepanel. Es bringt zusätzliche Erweiterungsseiten mit, darunter eine typenspezifische Checkliste und 3 Notepad-Seiten. Wer beispielsweise online fliegt, wer ATC-Anweisungen notiert, wer sich Frequenzen, Höhen oder kurze Reminder aufschreibt, kennt das Thema. Man hat einen Zettel neben sich liegen, ein Tablet, ein zweites Fenster geöffnet am PC oder man versucht sich alles zu merken. Die Notepad-Seiten sind hier ein praktischer Zusatz. Angeschlossen wird das FCD über ein USB-C auf USB-A 3.0 Kabel mit einer Länge von 180 cm. Nach dem Anschluss wird die Hardware im Microsoft Flight Simulator 2024 wie hier in diesem Beispiel sofort erkannt. Begleitende Einstellungen wie beispielsweise die Beleuchtung, Fonts, Zusatzoptionen oder auch Updates für die Hardware finden über die hauseigene Moza Cockpit App statt.
Das FCD hat ein Gewicht von 588 Gramm. Hier ein paar Soundaufnahmen der Tasten für einen besseren Eindruck zur Haptik. Kommen wir nun zum zweiten Gerät, dem MA3F EFCM. Dieses bildet den Bereich ab, den man im Airbus im Grunde ständig benutzt. Die FCU in der Mitte und die EFIS-Module links und rechts. Die FCU ist dabei im Grunde das Autopilot-Bedienzentrum. Geschwindigkeit, Heading, Höhe, Vertical Speed, Modi, Push and Pull. Genau hier passiert sehr viel von dem, was den Airbus Workflow ausmacht. Das MA3F EFCM will genau dieses Gefühl auf den Schreibtisch bringen. Moser beschreibt es als 1:1 Full-Size-Replika. Die FCU in der Mitte ist 260 mm breit, die EFIS-Seitenmodule jeweils 155 mm. Es handelt sich dabei also um keine Miniaturvariante und der Fokus ist auf echte Größe und Immersion ausgelegt. Besonders wichtig sind hier die Segmentdisplays. Moser setzt auf speziell angepasste LCDs, die die asymmetrischen Zeichen und das Layout der echten Airbus FCU nachbilden können. Ein weiterer starker Punkt ist auch hier die Haptik. Moser hebt die speziellen Mechanismen der Push-and-Pull-Knöpfe hervor, inklusive sauberer Rasterungen, solider Metall-Toggles und Tasten mit 2 mm Weg. Die Beschriftungen auf den Knöpfen sind durch ein spezielles Strip-Molding-Verfahren entstanden, also leicht erhaben, glänzend und widerstandsfähiger gegen Abnutzung. Die Panel-Beschriftungen werden lackiert und anschließend lasergraviert. In einem Setup mit FCU und EFIS-Modulen kann ein Seitenmodul als zweite Bedienebene genutzt werden im sogenannten Extension Mode. Damit lassen sich dann zusätzliche Funktionen wie beispielsweise Transponder, Wetterradar, APU und mehrere Custom Keys abbilden. Das ist clever, denn ein EFIS-Modul ist nicht in jeder Flugphase permanent im Einsatz. Wenn man es somit im Reiseflug zusätzlich als Funktionslayer nutzen kann, spart man sich wieder den Griff zur Maus oder das Suchen im virtuellen Cockpit. Aktiviert wird dieser Modus durch eine spezielle Tastenkombination auf dem Modul. Die individuelle Belegung läuft dann über die Moser Cockpit App. Für die Platzierung der Hardware kann der beiliegende Desktop-Stand Anwendung finden oder aber eben, wenn man es individuell gestalten möchte, die 75 x 75 mm Weserbohrungen auf der Rückseite genutzt werden. Die Verbindung der einzelnen Komponenten findet über stabile Metallplatten und einer kurzen Verkabelung statt. An den PC angeschlossen wird dann über ein einzelnes beiliegendes USB-C auf USB-A 3.0 Kabel mit einer Länge von 180 cm. Auch hier wird die Hardware im Microsoft Flight Simulator 2024 sofort erkannt. Begleitende Einstellungen wie die Beleuchtung, Zusatzoptionen und Updates für die Hardware finden wieder über die Moser Cockpit App statt. Für einen besseren Eindruck zur Haptik folgen auch hier nun ein paar Soundaufnahmen der Tasten und Drehregler.
Bei der Kompatibilität bewegen wir uns klar im Airbus-Bereich. Unterstützt werden zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos unter anderem Microsoft Flight Simulator 2020, 2024 sowie X-Plane 11 und 12. Bekannte Airbus-Add-ons wie Phoenix A319, A320 und A321, Fly-by-Wire A32X, INI-Builds A320 und A330 sowie Tolis und Flight Factor im X-Plane-Bereich werden ebenfalls unterstützt und die Liste wächst weiter. Und damit stellt sich am Ende die große Frage, für wen sind diese Geräte wirklich gedacht? Ganz klar, nicht für jemanden, der zweimal im Jahr einen Airbus startet und dann eigentlich lieber mit dem Controller über die Alpen fliegt. Dafür ist solche Spezialhardware zu fokussiert. Wenn man allerdings häufig bzw. überwiegend mit Airbus unterwegs ist und die Abläufe dabei sauberer und realistischer machen möchte, dann sind genau diese Module interessant. In Kombination entsteht dadurch ein deutlich geschlossenerer Airbus-Workflow. Es geht darum, wie oft ich im Flug die Maus nicht mehr brauche, wie oft ich nicht mehr die Kamera verstellen muss und wie oft ich nicht mehr aus dem Ablauf gerissen werde. Wenn Hardware genau das schafft, dann verändert sich das Fluggefühl. Moser geht hier gezielt in Richtung ernsthaftes Airbus Home Cockpit. Vorerst nicht als komplettes Full-Cockpit-System, aber als modulare Lösung für den Schreibtisch oder das Rig. MCDU, FCU, FIS, das sind genau die Bereiche, die im Airliner-Alltag ständig genutzt werden. Und mit einem weiteren Modell, nämlich dem MB7F FCD, steht im Übrigen bereits das Boeing-Gegenstück direkt mit zur Verfügung. Beide FCUs, also das MA3F für Airbus und das MB7F für Boeing, sind jeweils für einen Preis von 209 € erhältlich. Das MA3F IFCM, also das Mittelteil, liegt bei 159 €, die Seitenteile dazu jeweils bei 109 €. Mein Fazit: Mit dem MA3F bzw. MB7F FCD und dem MA3F IFCM geht Moser einen sehr konsequenten Schritt in Richtung ernsthaftes Home Cockpit. Besonders spannend ist dabei, dass hier nicht einfach nur zusätzliche Knöpfe auf den Schreibtisch wandern, sondern zwei zentrale Arbeitsbereiche sinnvoll ausgelagert werden. Die MCDU für Flugplanung und Eingaben sowie FCU und FIS für den aktiven Autopilot-Workflow. Für Gelegenheitspiloten ist das vermutlich zu spezialisiert. Aber wer häufig fliegt und weniger Maus, mehr Kontrolle und mehr Cockpit-Gefühl möchte, für den kann diese Kombination genau die richtige sein. Falls du Fragen oder Ergänzungen zum Gezeigten hast, dann nutze bitte die Kommentarfunktion hier unter diesem Video. Wenn dir dieser Inhalt hier gefallen hat, dann lasse zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da, abonniere und aktiviere die Glocke, um keines der kommenden Videos auf Andiana TV zu verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche einen guten Flug und bin raus. Andiana TV, wir heben ab. Ready for Pushback, ready for Flight. MSFS Stream, wir sind live on site. Crew ist im Chat, die Stimmung ist Pro. Wir starten gleich durch, also gebt mir ein Go. Sonnenaufgang im Cockpit, die